Eigentlich ist es vollkommen egal, wer heute gewinnt und verliert. Letztendlich wird sowieso Spanien oder Frankreich Europameister. Probably. Hast du gebibbert und geschluchzt, so wie ich gerade. Oh nein, Wilds. Bitte, böser Wilds, bring mich nicht um. Bruh. Also gefühlt spielen echt nur Bitcoin-Millionäre Flive. Auf jeden Fall habe ich gestern schon wieder die 105er Psy-Tank-Suit in M gedroppt. Das war mindestens das 6. Mal. Wie viele Navi-Suits habe ich gedroppt? 0. Wie viele Blade-Suits habe ich gedroppt? 0. Wie viele Knight-Suits habe ich gedroppt? 0. Wie viele Ranger-Suits habe ich gedroppt? 0. Wie viele Jojo-Jester-Suits? 0. Aber Hauptsache 6-mal Tank Psy. Das macht natürlich Sinn. Coole Sache. Einfach geistesgestört. Roquishon Suit. Die ist schon lange im NPC verschwunden. Also ich schwöre, ich hatte noch nie so viel Pech wie auf dem Server, was Set-Teile angeht. Ich drop einfach immer das Falsche. Ich drop 50 Set-Teile und 49 davon brauche ich nicht. Obwohl ich 8 Chars habe. Kann man sich echt nicht ausdenken. Ich brauche mit meinen 7 Chars für die Driller in der Jobquest einfach 2 Stunden. Tja, und warum? Weil du nicht mit deinem Main-Character die Driller tankst und Lowlife machst, sodass deine Leecher die nur noch Last-Hitten müssen und deine Leecher wahrscheinlich auch nicht ausgerüstet sind. Und du ihnen keine Level 50er Ausrüstung aufgehoben hast, damit sie Equip haben. Gegebenenfalls auch Stats vergessen. Stat-Punkte verteilen und oder Skill-Punkte. Was nächsten Monat ist? Nächsten Monat wird Flive vor World of Warcraft, by the way, offiziell 20 Jahre alt. Nächsten Monat ist es soweit. Und ich kann auch nichts versprechen, aber eventuell wird es da ein fettes Giveaway geben. Minimum 3 werden, sonst verliere ich hier schon wieder fett mein Geld. Come on, baby. Och, lass uns doch nicht so im Stich. 2, 3, okay. Minimum haben wir schon. 4. 5. 6. Gut, das war's noch nicht ganz. Wenn ich eine Idee hätte für Third Job Change. Hear me out, Chat. Third Job Change, jede Klasse kriegt maximal 5 Skills. Neue Skills. Eher weniger wahrscheinlich. Eher so 3. Irgendwelche Third Job Skills von Flive PC, aber gereworked. In irgendeiner Form. Mehr Damage, bessere Werte, andere Effekte, Debuffs, AOE-Skills, whatever, je nachdem, was die entsprechende Klasse halt braucht. Jester zum Beispiel eher einen AOE-Skill, vielleicht mal einen richtigen. Oder einen zweiten. Und keine Ahnung, Elementor vielleicht einen 1v1-Skill oder so, je nachdem. Andere Klassen vielleicht mit Debuffs oder sowas. Egal. Auf jeden Fall irgendwie in die Richtung, aber halt wie gesagt nicht so viel. Also wirklich nur so maximal 3 bis 5. Eher 3. Dann wäre es nicht so viel Aufwand, sag ich mal. Und die Skills hätten damit vielleicht eine höhere Chance, dass sie tatsächlich gut sind, wenn sie sich nicht um so... Also wenn sie sich direkt um 50, 80, 90, 100 Skills gleichzeitig kümmern müssen, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ groß, dass sie es verkacken. Gut, das kann man jetzt auch über die 100er Skills sagen, die sie released haben, wie zum Beispiel Jester's Blast. Das haben sie eigentlich auch verkackt sozusagen. Und da haben sie bei jeder Klasse nur einen neuen Skill hinzugefügt, also insgesamt gerade mal 8 Skills, aber gut, egal. Ich schweife ab. Auf jeden Fall, ja, dass sie sich halt um nicht so ultra viel kümmern müssen, dass sie sich halt um die wenigen Skills kümmern und die dann auch actually gut sind. Und dann, Teil 2 wäre quasi, wenn du Third Job Change machst, dann kannst du 5 Skills oder so, oder
keine Ahnung, vielleicht eine beliebige Anzahl, alle Skills, je nachdem. Das könnte man wahrscheinlich drüber streiten, I guess. Aber könntest du ein paar Skills auswählen, oder halt alle, wie gesagt, egal. Und die dann hochleveln, also über Level 20. Also du hast dann quasi ein neues Maximallevel für deine Second-Job-Skills sozusagen. Also Beispiel bei Elementor, du könntest dann, je nachdem wie viele Skills, entweder alle oder halt ein paar, zum Beispiel Electric Shock Level 25 machen oder Poison Cloud Level 25. Und da erhöht sich dann sozusagen Angriffsskalierung und die Basiswerte einfach von dem Skill. Jetzt habe ich das Violet Mammut gehittet, nicht dein Ernst. Und das könnte man dann entweder so machen, dass man das Skill-Leveln zurückbringt. Also so richtig OG. Du musst dann, nachdem du Third Job gemacht hast, deine Skills tatsächlich wieder oldschool-mäßig durch Benutzen hochleveln. Oder man kann sie einfach mit Skillpunkten hochmachen. I guess. Beides wäre wohl eine Möglichkeit. Aber dann hätte man so eine gute Mischung aus Old plus New. Also du hast trotzdem neue Skills, aber halt nicht nur neue Skills, sondern auch einfach deine alten Skills wären halt dadurch nicht irrelevant. Was bei Elementor oder bei Arcanist zum Beispiel bei FlyFPC mich immer gestört hat, so ein bisschen, du bekommst als Arcanist Everstorm, den besten Skill im Spiel, beziehungsweise den besten Mage-Skill im Spiel. Und sobald du den Skill hast, ist alles andere komplett irrelevant. Und du benutzt es einfach nicht mehr. Und das finde ich halt, das ist einfach kacke. Das ist in anderen Spielen nicht so. Also klar, in vielen Games mit so einem normalen Progression- oder Jobsystem. Klar, wenn du einen neuen Job hast und bessere Skills, dann benutzt du überwiegend die guten Skills und deine alten Skills, deine schlechten Skills, die fallen dann halt irgendwann weg. Oder vor allem die Anfänger-Skills benutzt man natürlich irgendwann nicht mehr, schon klar. Aber dass man gar keine Skills benutzt, also außer als Blinkpool zum Beispiel, und das auch nur, weil es halt ein Fortbewegungsskill ist, nicht weil er so gut ist, sondern einfach nur, weil es halt ein Utility-Skill ist und nicht wegen Damage benutzt wird. Das finde ich halt schade, dass du dann halt komplett aufhörst, Windfield, Poison Cloud, Electric Shock, einfach komplett alles zu benutzen, nur weil dieser eine neue Skill so viel besser ist als alle alten. Das ist halt irgendwie kacke. Da wäre es halt, wie gesagt, besser, du kriegst nur ganz wenige coole neue Skills, die was auch immer für eine Funktion haben. Und stattdessen kannst du deine alten Skills mit hochziehen. Oder ein paar deiner alten Skills, dass sie mit den neuen mithalten können und aber nicht irrelevant werden. Irgendwie so. Das ist meine Idee. So, let's go. Die 4 und 5 mache ich zuerst. Uff, die 4 hat gefailt. Was für ein Scam. Also im Endeffekt sind wir noch bei 0 Diamonds. Weil der eine war garantiert. Das müssen Minimum wieder 3 sein, also aka 4. Und das Spiel scammt mich, es scammt mich, es scammt mich, es scammt, scam, 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 scam. Alter, das ist so ein Scam, das ist insane. Es ist geistesgestört. Ich hatte fucking eine Waffe plus 4, eine plus 5, komplettes Inventar voll und es sind 3 Diamonds rausgekommen. AKA 2. Come on, baby! 1, 2, ja. 3, ja. 4, ja. 5, ja. Okay. Redemption, baby. Redemption.